Hast du das Gefühl, deine Hüfte sind viel zu steif und das Knie kannst du nicht mehr komplett beugen? Wenn du wissen willst, wie du diese Gelenke wieder voll mobil bekommst und gleichzeitig die Muskulatur rundherum ums Knie dehnbar bekommst, dann bleib dran, das zeige ich dir in diesem Video. Die allermeisten von uns bewegen sich viel zu wenig. Man sitzt viel zu viel und endgradig Bewegung macht man kaum noch. Und alles, was man nicht im vollen Ausmaß nutzt, wird von dem Körper abgebaut bzw. umgebaut. Das Problem kommt aber dann, wenn man nicht nur sitzen will. In dem Moment, wo man die Aktivität erhöht, erhöht sich dann auch der Bedarf bzw. die Belastung auf die Strukturen. Und dabei muss es jetzt halt nicht wirklich Hardcore-Sport sein, sondern einfache Aktivitäten wie zum Beispiel Haushalt oder Wandern gehen sind dann für die Muskulatur und das Gelenk eine Herausforderung. Und da die Struktur diese Belastung ja gar nicht gewöhnt ist, reagieren die meisten darauf mit Bewegungseinschränkung oder Schmerzen. Und wenn du das Gefühl hast, dass deine Hüfte viel zu steif ist und dass die Muskulatur um den Knie herum nicht mehr so dehnbar ist, wie es früher war, dann können dir diese Übungen helfen, mehr Bewegung und Dehnbarkeit zu erreichen. Lass uns loslegen. Eine kleine Info im Voraus. Es gibt ein paar Muskeln, die haben ihren Ansatz am Becken, das heißt über der Hüfte, und gehen dann bis über das Knie hinaus. Wenn man die Beweglichkeit von beiden Gelenken verbessern will, dann ist es auch wichtig, dass man auch diese Muskel dehnt. Für die erste Übung solltest du dich auf den Boden hinlegen mit deinen Füßen oben an der Wand. Du legst dich auf den Rücken und wichtig ist, dass dein Becken so nah wie möglich an der Wand dran ist. Das wäre dann halt ungefähr so, dass deine Gesäßmuskel wirklich komplett an der Wand dran ist. Je näher du bist von der Wand, desto schwieriger ist die Übung. Du kannst auch ein bisschen abweichen, aber das Ziel ist schon, dass du ganz nahe kommst. Wenn du Schmerzen hast unten am Kreuz, kann es dir helfen, wenn du so ein kleines Kisselchen unten am Kreuz platzierst und versuchst dann ein bisschen mehr näher an die Wand rankommen. Das Gesäß ist jetzt ganz nah an der Wand, deine Knie sind komplett durchgestreckt und deine Ferse zeigen jetzt halt nach oben Richtung Decke hin. Deine Hände bringst du jetzt auf den Boden hin, mit der Handfläche nach unten zeigend. Und jetzt bewegst du die Füße zueinander hin und ziehst gleichzeitig die Ferse nach unten. So, als ob du jetzt einen Schmetterling machen würdest. So. Wenn du unten angekommen bist, versuchst du in dieser Position weiter die Knie Richtung Wand hin bewegen. Ganz weit weg, die Fußsohle bleiben zusammen, möglichst nah vom Becken hin und dann ganz weit anspannen, dass du die Knie Richtung Wand hinbringst, die Spannung kurz halten und dann wieder loslassen. Die Spannung wegbringen, Knie Richtung Wand hinbewegen, die Hüfte weit öffnen. Du solltest im Gesäßmuskel eine Spannung spüren und innen an der Hüfte, da solltest du eine Dehnung spüren. Weit, weit weg, kurz halten und dann wieder zurück. Und diese Bewegung wiederholst du jetzt 12 Mal. Füße nah zusammen, Knie weit Richtung Wand hinbringen und dann wieder zurück. Das sind jetzt schon 4 Wiederholungen. Und so machst du weiter, bis du die 12 Wiederholungen hast. Was dabei nicht passieren sollte, ist, dass du dein Gesäß von dem Boden hochhebst, dass du sowas machst. Das Becken muss so weit wie möglich nach unten bleiben. Du solltest mit dem Kreuz die ganze Zeit Kontakt haben mit dem Boden. Nach den 12 Wiederholungen streckst du dann deine Beine wieder nach oben weg. Wenn du die erste Serie durch hast, dann kommst du noch ein bisschen weiter an die Wand dran, sodass das Gesäß wirklich an der Wand rankommt. Wenn es nicht reinkommt, dann ist es nicht schlimm, aber probier das mal. Deine Knie sind weiterhin jetzt komplett durchgestreckt
Und du drückst jetzt halt die Ferse wieder nach oben Richtung Decke hin. Und in dieser Position wirst du nun die beiden Beine nach unten bewegen, so dass du in so eine Schräge kommst, in so eine Grätschbewegung reinkommst. Bleibst du hier unten ein paar Sekunden, bis du deutlich die Dehnung nicht nur an der Oberschenkel innen, aber auch hier bis nach unten bis zum Knie hin. Und dann wieder nach oben zusammenbringen. Und jetzt wiederholen wir das Gleiche, aber ein kleines Detail, das habe ich bei der ersten vergessen. Bevor du die Beine nach unten bringst, dreh mal die Hüfte erstmal nach außen. Durch diese Außendrehung der Hüfte wirst du die Muskulatur noch tiefer spüren. So, die Hüfte drehst du nach außen weg und von dieser Position gehst du jetzt so weit wie du kannst nach außen weg. Nutz die Wand und lass ganz bewusst auch ein bisschen von deinem Gewicht an der Wand ab. Bleib in der Position für ein paar Sekunden, lass es zu, dass die Dehnung wirkt. Achte dabei, dass die Knie komplett durchgestreckt sind und dein Gesäß ist weiterhin auf dem Boden. Und dann wieder nach oben ranziehen. Und auch diese Übung solltest du nun für 12 Mal wiederholen. Nach außen gedreht und angekommen kannst du so weit noch weiter ein bisschen nach außen anspannen. Das heißt Gesäßmuskel anspannen, die Beine weiter nach außen drehen. Du wirst merken, bei jeder neuen Wiederholung kommst einen Tick weiter nach unten mit der Hüfte. Und lass auch dein Gewicht an der Wand ran, deswegen wird es leichter. Und dann wieder nach oben zusammenführen. Und auch diese Übung 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist jetzt, um die Beweglichkeit der Hüfte zu verbessern. Dafür solltest du dich jetzt auf den Rücken hinlegen. Deine Füße sind komplett auf dem Boden, hüftbreit auseinander und deine Knie sind in einem ungefähr 90 Grad Winkel. In dieser Position platzierst du als erstes deine Schulter auf dem Boden hin. Du kannst die Arme strecken, aber die Handfläche sollen dann halt nach unten bleiben. Oder du nutzt nur den Oberarm und bringst dann halt die Hände auf den Brustkorb. Und in dieser Position wirst du jetzt die beiden Beine nach rechts runterfallen lassen, so dass das Knie nach unten Richtung Boden kommt. Das Ziel ist, dass die komplette Oberschenkel und der Unterschenkel von dem unteren Bein an den Boden rankommt. Das obere bringst du so weit wie möglich nach unten, spann aber bewusst die Oberschenkel bzw. drücke bewusst das Knie nach unten Richtung Boden hin. Und ein ganz wichtiger Teil dabei ist, versuche so wenig wie möglich das Becken von dem Boden hochzuheben. Zeigen wir gleich das auf die andere Seite. So, dann spannst du wieder an, kommst wieder in der Mitte hin. Diese Übung heißt auch Scheibenwischer. So, Oberkörper stabil auf dem Boden, Ellenbogen drückst du nach unten, Beine 90 Grad Winkel vom Knie hin und jetzt beide Beine zu deiner linken Seite. Links soll komplett auf den Boden runterkommen und das rechte Bein drückst du jetzt weiter nach unten und versuchst aber gleichzeitig hier nach unten zu spannen, so als ob du dein Becken hier runterbringen würdest. Becken nach unten und Knie nach innen. Du wirst deutlich spüren in deiner Hüfte, wie diese Drehbewegung, wie da was passiert. Und gleichzeitig eine leichte Dehnung in der Lendenwirbelsäule. Und dann wieder zurück zur Mitte. Diese Bewegung ist besonders wichtig, vor allem wenn du jetzt halt eine Hüftarthrose hast, weil die Innendrehung der Hüfte, das ist die erste Bewegung, die man verliert. Und das Bein, die oben ist, die bewegst du jetzt halt weiter in der Innenrotation. Und dann langsam wieder zur Mitte. Und bei dieser Übung solltest du dann halt auch 12 Wiederholungen, aber je Seite. Das heißt, insgesamt hast du dann 24 Bewegungen zu einer Seite und dann zu der anderen. Diese Übung ist auch ein Segen für den Rücken. Du wirst es merken. Wenn dir dieses Video gefällt
und du weiter solche Informationen bekommen möchtest, wie du mit einfachen Übungen zu Hause Schmerzen lindern kannst, aktiver leben kannst und auch stärker und mobiler wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Tipps für deine Gesundheit. Für die nächste Übung legst du dich wieder auf dem Rücken hin. Das eine Bein wird jetzt halt angewinkelt bleiben, Ferse oder gesamten Fuß komplett auf dem Boden und dieses Bein soll dir helfen, eine Stabilität zu geben, dass du vom Becken her stabil bist. Mit der anderen Seite, mit deinen Händen umgreifst du nun die andere Seite. Deine Ellenbogen sind durchgestreckt, deinen Rumpf bringst du jetzt ein bisschen nach oben. Durch diese Bewegung hast du schon eine Aktivierung von deiner Bauchmuskulatur. Wenn du das Kinn nach unten bringst, ist es ein bisschen entlastend für deine Halswirbelsäule, falls du es nötig hast. So, in dieser Position als erstes versuche ganz bewusst das Knie komplett zu strecken und das Bein zu dir ranzubiegen. Oben angekommen, bringst du jetzt das Bein nach innen, so dass es überkreuzt. Lass es aber dabei nicht beugen, sondern achte darauf, dass es komplett durchgestreckt bleibt. Das Becken soll möglichst unten am Boden bleiben. Wenn du es schaffst, kannst du auch ein bisschen weiter nach oben greifen. Ein paar Sekunden da halten. Wieder in der Mitte. Knie ist durchgestreckt. Und dann seitlich weg. Wieder in der Mitte. Und nach innen bringen. Durchgestrecktes Knie. In diesem Bereich, da solltest du die Dehnung spüren. Vom Gesäß über die seitlichen Kante von der Oberschenkel bis zum Knie hin. Diese Übung ist besonders wichtig für Patienten, die Hüftbeschwerden haben seitlich, aber auch Kniebeschwerden haben. Und dann wieder in der Mitte, Knie bleibt durchgestreckt und nach außen weg. Aktiv die Muskulatur anspannen, wieder umgreifen, Knie bleibt durchgestreckt und auch nach innen. Das Tempo spielt hier eine Rolle. Mach es nicht zu schnell. Lass es zu, dass die Muskulatur aktiviert wird, beziehungsweise in dieser Position auch gedehnt wird. Bleib in jeder Position ein paar Sekunden, bring es dann wieder zur Mitte und geh in die andere Richtung. Es ist Dehnbarkeit, Kraft und Beweglichkeit im Einem. 12 Wiederholungen sind mehr als ausreichend. Dann leg den Kopf ab, atme kurz einmal richtig durch, bis du das Gleiche nochmal auf die andere Seite machst. Entweder Oberschenkel, Knie oder Unterschenkel, je nachdem wie viel Kraft und wie dehnbar du bist. Und dann nach innen bringen. Becken bleibt unten, so weit wie möglich. Wirst du schon gut in den Gesäß merken. In der Mitte bringen und seitlich wegbringen. Ganz bewusst das Knie auch strecken. In der Mitte reinbringen, gestrecktes Knie, wirklich überkreuzen und dann in der Mitte und wieder seitlich weg. Und diese letzte Übung ist besonders wichtig für dich, die das Knie nicht komplett beugen kann, beziehungsweise ständig in so einer Beugehaltung von der Hüfte bleibst. Das dehnt die vordere Muskulatur der Hüfte, aber vor allem auch den Rectus femoris. Das ist ein Muskel, der geht von vorne, von der Hüfte hin bis zum Knie. Und dafür solltest du dich hinstellen, seitlich neben einen Stuhl oder ein kleines Hockerchen und du platzierst als erstes das Knie auf der Sitzoberfläche drauf. Wenn du einmal jetzt halt darauf gekniet hast, versuchst du nun, die gesunde oder halt die andere Seite nach vorne zu bewegen, so dass du jetzt eine Streckung in der Hüfte erreichst. Durch diese Position hast du als erstes schon eine Dehnung vorne an der Hüfte her. Achte aber bewusst darauf, dass du nicht so doll in Hohlkreuz gehst. Je weiter du in Hohlkreuz bist, desto weniger effektiver ist auch die Dehnung für die Hüfte her. So, der Oberkörper bleibt gerade. Die Hüfte geht so weit nach hinten, wie es für dich die Dehnung an der Hüfte erreichst. Das vordere Bein bleibt leicht gebeugt. Und in dieser Position versuchst du jetzt, das Knie zu erreichen.
Meistens kommst du auch schon locker, zumindest hier, dass du jetzt halt den Sprunggelenk anfassen kannst. Oder du kannst einfach an dem Hosenbein greifen. Wenn du zumindest jetzt an den Oberschenkel rankommst, dann mit dem Oberkörper gerade versuchst du nun, das Bein so weit wie möglich zu dir ranziehen. Vergiss aber nicht, dass du in der Streckung bleiben solltest von der Hüfte her. Du musst beide Gelenke bewegen. Einmal die Hüfte und einmal das Knie. Zieh es zu dir ran. Und jetzt in diese Position, so weit wie du kannst, das kann auch da unten sein, in diese Position gibst du jetzt 12 Impulse mit der anderen Seite, mit der gesunden Seite oder mit der anderen Seite nach vorne. So als ob du in die Kniebeugen gehst. Halte fest, gehe nach vorne weg und wieder zurück. 12 Wiederholungen, so weit wie du kannst und wieder zurück. Achte darauf, dass du nicht so weit in Hohlkreuz reinfällst. Am besten spannst du auch bewusst den Bauchmuskel an und wieder zurück. Und dann selbstverständlich auch die andere Seite. Bein drauf auf dem Stuhl. Es kann auch perfekt die Armlehne vom Sofa sein. Das Bein umgreifen. Oberkörper bleibt gerade, nicht im Hohlkreuz. Das Knie leicht gebeugt. Und jetzt mit dem Knie ein bisschen nach vorne und wieder zurück. Bisschen nach vorne und wieder zurück. Du kannst sie auch gerne, wenn du vom Gleichgewicht her Schwierigkeiten hast, an der Wand festhalten. Das macht es von dem Gleichgewicht deutlich leichter. Und ebenfalls hier 12 Wiederholungen. Versuche auch ganz bewusst jedes Mal die Ferse weiter zu dir bzw. zum Gesäß ranziehen. So weit wie du kannst. Wichtig für diese Übung ist auch, dass die Auflagefläche weich ist. Wenn du jetzt halt nicht unbedingt einen weichen Stuhl hast, dann leg auch gerne ein kleines Kissen da drauf. Das reduziert den Druck auf das Kniegelenk. Mit diesen 5 Übungen trainierst du die Beweglichkeit von Hüfte und Kniegelenk. Es sorgt dafür, dass die Steifigkeit weniger wird und dass du das Knie besser beugen und strecken kannst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!